Meine Damen, meine Herren, es ist soweit und ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Verkündung des German Design Award Newcomer im Jahr 2021. Was für ein Tag. Ja, der Newcomer Award des Rat für Formgebung ist eine einmalige Auszeichnung und fördert junge Designerinnen und Designer, die durch außergewöhnliche Leistungen und kreatives Talent auf sich aufmerksam gemacht haben. Um die dotierte Auszeichnung kann man sich nicht bewerben. Das heißt, Vertreter von Hochschulen oder auch der Rat für Formgebung schlagen die Nominierten jedes Jahr vor. Dieses Jahr, also aus über 300 Nominierten, wurden 5 Finalisten von der Jury des German Design Award ausgewählt. 4 von ihnen werden mit 2.500 € ausgezeichnet und der oder die Gewinnerin der Auszeichnung darf sich dann über ein Preisgeld von 15.000 € freuen. Möglich macht dies der Rat für Formgebung gemeinsam mit seinem Partner, der Deutschen Telekom, die diese Auszeichnung seit vielen Jahren sponsert. Vielen Dank also an dieser Stelle für dieses doch nachhaltige Engagement der Deutschen Telekom, die heute durch Michael Kruzer vertreten sein wird. Darüber hinaus bietet der Rat für Formgebung allen Finalisten bei einer Reihe von exklusiven Anlässen die Gelegenheit, führende Köpfe der designorientierten Wirtschaft aus seinem Netzwerk kennenzulernen und wichtige Kontakte zu knüpfen. Also eine schöne Sache. Und an dieser Stelle begrüße ich zum einen den Geschäftsführer des Rat für Formgebung, Lutz Dietzold. Darüber hinaus zugeschaltet ist uns von der Deutschen Telekom, wir haben es bereits gehört, Michael Kruzer. Er ist Teamleiter Design User Experience im Innovation Hub. Und natürlich darf ich auch ganz herzlich all unsere Finalisten, Finalistinnen begrüßen, die heute auch hier mit in Frankfurt sind. Ja, lieber Lutz, vielleicht tauschen wir uns ein bisschen noch mal aus. Das ist ja ein wirklich schöner Award, der hier verliehen wird. Ist das für dich auch so ein bisschen eine Herzenssache? Wie kam es überhaupt dazu? Ja, das ist natürlich eine Herzenssache, denn im Grunde ist es natürlich für uns alle wichtig zu sehen und darüber zu diskutieren, was entsteht an den Hochschulen. Das ist im Grunde Transfer, der hier stattfindet und der uns natürlich einfach Einblicke liefert, what's next eigentlich. Und für uns war das ganz wichtig, hier diese Verknüpfung herzustellen, denn auf der einen Seite sind wir natürlich als Rat für Formgebung, ich will mal sagen, ein Verband der designorientierten Wirtschaft, aber es ist auch immer wichtig zu schauen, wie kann die Innovation dann auch eigentlich zu Produkten, zu Lösungen werden. Und da ist es einfach immer ganz, ganz spannend und ich empfinde es als großen Luxus hier zu sehen, was eben die Newcomer so an tollen Sachen leisten. Unbedingt, wie sich das Rad weiterdreht und was es da alles gibt. Die nächste Frage geht an Herrn Kruzer. Sie hatten ja die Möglichkeit im Vorfeld, sich jetzt schon mal einen guten Überblick auch über die Leistung der Finalisten zu machen im Rahmen mit dem Austausch der Jury. Was war denn so Ihr Eindruck und vor allem, welche Trends konnten Sie vielleicht auch erkennen? Ich glaube, da spreche ich im Namen von der ganzen Jury. Wir haben in erster Linie 2 Trends erkennen können. Zum einen beschäftigen sich die Talente und die jungen Newcomer immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit dem Thema soziale Verantwortung. Das ist auf jeden Fall klar festzustellen. Das haben wir in vielen Portfolios gesehen. Das heißt, die Portfolios haben eine andere Tiefe im Vergleich zu den Vorjahren, was ich sehr begrüße und was ich wirklich beeindruckend fand. Was wir auch sehen konnten, ist das Qualitätsniveau, auch aufgrund dieser Tiefe, die diese Portfolios und die Newcomer in ihren Gedanken und in der Arbeit, die sie sozusagen uns dann auch wir mit den Portfolios präsentiert haben, reinbringen, ist wirklich sehr beeindruckend. Es war eine wirkliche Herausforderung. Wir hatten weit über 100 Portfolios uns angeschaut, Newcomer angeschaut. Es war sehr inspirierend. Ich fand es auch eine tolle Sache, die Kreativität zu sehen bei den jungen Leuten, wie sie an Fragen rangehen. Das war sehr, sehr spannend. Es war auch nicht einfach, dann auf eine, auf eine Shortlist zu kommen. Was dann aber die 5 Newcomer angeht, da waren wir uns dann alle 3 in der Jury sehr schnell einig. Und ich glaube, das, was wir dann jetzt vielleicht auch nachher noch sehen werden, ist definitiv sehr beeindruckend und es hat uns auch sehr beeindruckt, auch im Vergleich zu den Jahren davor. Ich will das nicht zu sehr vergleichen, aber es war schon, was die Qualität angeht, ein sehr herausragendes Jahr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit zu begleiten und das anzuschauen.
Das freut mich ganz besonders zu hören. Ich glaube, wem es auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat, sind die Finalisten, Finalistinnen selber. Sie hatten ja jetzt im Vorfeld schon die Möglichkeit, bei dem virtuellen Rundgang durch die Tea-Gallery auch einen Eindruck von den Menschen zu stehen, die eben hinter diesen Einreichungen stehen. Wie haben Sie die kennengelernt? Was ist Ihr Eindruck von den Finalisten? Sehr inspirierend, darf ich sagen. Wir hatten 2 Stunden eine virtuelle Tour auch durch die Tea-Gallery. Was mich sehr beeindruckt hat, waren vor allem das Gespräch und die Diskussion, die wir dann in der letzten halben Stunde nach der Führung sozusagen hatten. Insbesondere was die Themen angeht. Wir haben sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben sehr viel über das Thema gesprochen, was ist die Verantwortung von Unternehmen, beispielsweise der Telekom, aber insgesamt von Unternehmen, der Gesellschaft gegenüber im Bereich der Digitalisierung, im Bereich Umweltschutz und soziale Verantwortung. Und das sind wirklich alle 5 jungen Talente und Designer haben wirklich genau sich darum, das war das größte Interesse. Es ging nicht um irgendwelche Produkte, es ging nicht um Produktdesign, es ging nicht um das Design, sondern es ging um die Haltung zu den Fragen unserer Zeit und was wir als Designer und damit auch einhergehend als Unternehmen da tun können. Und das fand ich eine ganz tolle Diskussion. Da freue ich mich, wenn wir die auch nochmal weiterführen können, aufgreifen können. Und es sagt mir auch sehr viel über die 5 Talente und die 5, was sie sozusagen beschäftigt. Das ist nicht das reine Handwerk des Designs, sondern es geht viel, viel weiter darüber hinaus. Wie können wir das einsetzen, um bestimmte Fragen unserer Zeit auch mitzulösen oder zumindest sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat mich sehr beeindruckt und das ging, glaube ich, allen, die an der Führung teilgenommen haben, so. Davon bin ich überzeugt. 5 ganz, ganz inspirierende junge Persönlichkeiten also. Und wir dachten, bevor wir zur eigentlichen Verkündung übergehen, stellen wir alle 5 nochmal in einem Video vor. Eine ausführliche Vorstellung der Finalisten finden Sie natürlich wie immer auch auf der Seite von All Eyes On. Aber, meine Damen, meine Herren, es ist jetzt soweit. Lieber Lutz Dietzold, lieber Michael Kruzer, wir möchten Sie, unsere Finalisten, unser Publikum nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir lüften jetzt das Geheimnis. Und die Auszeichnung German Design Award Newcomer im Jahr 2021 geht an Glückwunsch, komm doch bitte zu uns. David Wojcik hat gewonnen im Jahr 2021. Großartige Leistung und wir werden ihn gleich hier auf der Bühne sehen. Großartige Leistung. Ja, du musst erst mal tief atmen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wie geht's dir? Vielen Dank. Also ich hätte es jetzt echt nicht erwartet. Ich habe dauernd spekuliert, wer kann es sein von den anderen 4. Ich bin ein bisschen überfordert. Auch natürlich mega happy, aber wie gesagt, ich hätte es echt nicht erwartet. Also überhaupt nicht. Das kann ich mir vorstellen, aber du hast ja so viele Projekte auch am Laufen. Was glaubst du denn, worein fließt denn jetzt das Preisgeld? Was machst du damit? Also auf jeden Fall in ein Projekt und es gibt da auf jeden Fall ein paar. Ja, ich denke mal, ein paar, die laufen, ein paar, die geparkt sind. Ich kann mir vorstellen durchaus, dass man das ein oder andere wieder entfachen wird, ja, und es anschieben wird.
weiß ich nicht, ich habe mir eigentlich auch gar keine Gedanken gemacht, was ich mit dem Preisgeld machen würde, weil ich selber echt nicht erwartet habe. Du hast ja auch noch ein bisschen Zeit, das kam alles sehr, sehr spontan, aber auf jeden Fall ganz, ganz verdient. Deswegen nochmal alles Gute auf deinem weiteren Weg und ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Unbedingt, ja. Und auch an Sie, liebes Publikum, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wir gratulieren natürlich allen 5 Finalisten nochmal von Herzen. Das waren großartige Leistungen. Es war, wie die Jury schon gesagt hat, sehr, sehr schwierig, sich da zu entscheiden. Wenn Sie jetzt denken, ach Mensch, ich wüsste vielleicht auch jemanden, der wäre doch geeignet für diesen Award für 2022, dann melden Sie sich gerne beim Rat für Formgebung. Das Team steht für Sie bereit. Ansonsten auch gerne über die Internetseite, denn das Rad geht weiter und natürlich wird es auch nächstes Jahr wieder den Preis geben. Jetzt nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dieses Jahr mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Bleiben Sie da draußen auf jeden Fall gesund, bleiben Sie uns treu, klicken Sie mal wieder rein und bis dann. Dankeschön.